Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und den Moment der Entfaltung zuzulassen, ihm ganz in seiner Vollkommenheit zu folgen und uns einzulassen auf das, was zu uns, durch uns spricht. Alles, was hier geteilt wird, kommt aus dir, kommt aus euch, ist nicht neu und gibt doch neue Impulse. Wir wollen zunächst Bezug nehmen auf die Stille deines Seins, in einem turbulenten Umfeld, in einem ruhigen Umfeld, in egal welchem Umfeld. Denn in dieser Zeit ist es nicht mehr deine Aufgabe, dich von der Welt zurückzuziehen. Es ist ebenso wenig deine Aufgabe, dich in die Welt hineinzupressen, hineinzuzwingen. Es ist deine Einladung an dich selbst, die Welt, so wie sie dir begegnet, zu genießen und dich in der Welt, so wie sie dir begegnet, zu genießen. Du bist frei, dich selbst in deinem Sein, in jedem Moment genau so zu erleben und erfahren, wie du dich erleben und erfahren willst, ungeachtet dessen, was du bist. Du bist alles, was ist, und du weißt, dass du alles bist, was ist. Mit diesem Wissen bist du hier. Daher fühlst du dich beschränkt und eingegrenzt, wenn jemand dich reduziert auf das, was du spielst, auf das, wie du erscheinst, auf das, was du zum Vorschein bringst. Du bist alles und auch das, aber nicht alles, nur das. Du bist alles und auch das. Und so kannst du in jedem Moment dieses auch das wählen als primäre Erfahrung, ohne dein Sein in Frage zu stellen, ohne dein Sein kompromittiert zu fühlen. Du bist alles, was ist, und erlebst diesen Aspekt deines alles, was ist Seins. Das ist der Reichtum und die Fülle deines Erlebens auf Erden. Bist du also in einem Umfeld, das sehr an die Materie geknüpft, spricht, agiert und lebt, kannst du selbst wählen, das zu sein, was dir am meisten Freude bereitet. Ich komme als Liebe, ich bleibe als Liebe und ich gehe als Liebe. Das ist der Schlüssel, den wir dir mitgeben möchten. Je bewusster du dein Haus verlässt, und mit Haus meinen wir nicht das physische Haus, wir meinen dein Herzenszuhause. Je bewusster du dein Haus, dein Herzenszuhause verlässt, mit dem Wissen, ich komme als Liebe, ich bleibe als Liebe, ich gehe als Liebe, so einfacher wird es dir fallen, als Liebe in jedwedes Setting hineinzutauchen, als Liebe in jedwedem Setting dich zu entfalten, zu sein, ungeachtet der Angebote, die dich ereilen, als Liebe den Schauplatz wieder zu verlassen. Dies mag dein Anspruch an dich sein. Wenn dies so ist das dein Schlüssel, der Schlüssel bewusst, dein Haus, dein Heim, dein Herz mit dir zu nehmen. Nicht das, was draußen ist, anders sein zu lassen als das, was in deinem Selbstbewusstsein ist. Nicht das hinauszunehmen, was von dir erwartet wird. Dich aus deinem Zentrum heraus zu bewegen, um besser hineinzupassen in diesen Schauplatz. Du wirst merken, je mehr du mit diesen Worten spielst, je mehr du mit diesem Schlüssel spielst, ich komme als Liebe, ich bleibe als Liebe, ich gehe als Liebe, desto mehr fällt dir auf. Die Schnittstelle, an welcher du wählen kannst, die Schnittstelle, an welcher dir das Angebot gemacht wird, aus der Liebe herauszufallen, zu werten, zu urteilen, die Dinge ernst
und ernsthaft zu betrachten, deinen Diskurs zu führen, um reinzupassen. Reagieren, zu reagieren auf das, was dir gegenübergebracht wird mit der gleichen Frequenz. Je mehr du diesen Schlüssel verwendest, ich komme als Liebe, ich bleibe als Liebe, ich gehe als Liebe, desto mehr fällt dir die Schnittstelle auf, an welcher du dich entscheidest, an welcher du deinen Kurs wechselst, an welcher du in deinem Schlüssel bleibst, in deiner Liebe bleibst oder sie hergibst zugunsten des Spielens auf dieser Bühne, diesem Schauplatz, der doch auch so verlockend ist. Es gibt keinerlei Wertung von deiner, von unserer Seite für dieses Schauplatzwechseln. Je mehr du den Schlüssel bei dir hast, desto mehr kannst du in jedem Moment dich daran erinnern, dass dieser gewechselte Schauplatz nicht deine einzige Realität ist, nicht deine einzige Identität ist, nicht ist, was du bist, auch ist, was du sein kannst, was du in diesem Moment also wählst zu erfahren, jedoch nicht ist, was du bist, als exklusiv Moment. Je mehr du diesen Schlüssel verwendest, desto leichter fällt es dir, wieder zurück in die Liebe zu gehen. Mitten in einer angeregten Unterhaltung, mitten in der Versenkung tief in die Materie hinein, dich zu erinnern. An deinen Schlüssel, an die Liebe, an das, was du bist und zurück, whoops, in dein Herz hinein zu vibrieren. Zurück in deine Zuhause-Frequenz hinein zu fühlen. In dem Moment, in dem du an die Liebe denkst und sie fühlst, bist du in der Liebe. In dem Moment wird Nebensache, was du sagst auf dem Schauplatz, was du zur Schau stellst auf dem Schauplatz. In dem Moment ist deine Frequenz wieder die Liebe, der Schlüssel, den du in dir trägst, der Schlüssel, mit dem du bewusst dein Haus verlässt, dein Feld verlässt, ohne es zu verlassen lassen, denn dein Schlüssel ist die Wahrheit, dass dein Zuhause, dein Herzensheim, die Liebe, die Frequenz, aus der du bist und die du bist, stets bei dir ist. Das ist der Schlüssel, den du in dir trägst, kein Schlüssel zu einem Heim, das weit weg ist, der Schlüssel zu dir, zu deinem Sein, zu deiner Wahrheit, zu deiner Vollkommenheit. Und so ist unsere Anregung, die Stille zu suchen, wenn es dir nach Stille zumute ist. In dem Moment, unabhängig von dem Schauplatz, der um dich herum ist. Unsere Anregung ist auch, den Schauplatz zu verlassen, wenn es dir schwer fällt, die Stille dort zu finden. Unsere Anregung ist auch, dich nicht zu werten, wenn du in dem Schauplatz anders bist, als du weißt, dass deine Grundfrequenz, deine Grundschwingung, dein Sein, dein Du selbst ist. Unsere Anregung ist auch, zu experimentieren und zu spielen und das Spiel zu genießen und nicht den Anspruch zu haben, dass immer alles genauso rein ist in seinem Ausdruck wie die Liebe, die du fühlst. Unsere Anregung ist, dass du dir erlaubst, in dem Spiel mehr und mehr zu erkennen, dass dein Spiel nicht ist, was du bist und somit das Spiel wichtig ist, um für dich herauszufinden, für dich zu erfahren, zu erleben, wie sehr du bleibst, was du bist, auch wenn du anders spielst. Damit wirst du frei. Damit befreist du dich vor deinen eigenen Konzepten, von deinen eigenen Annahmen, wie du erscheinen musst, um sein zu dürfen zu können, was du bist. Du bist immer, was du bist, egal wie du erscheinst. Du erscheinst immer anders, als du weißt zu sein für denjenigen, der nicht weiß, was er ist und dass er alles ist, was ist. Denn er sieht nur, was er sieht. Niemals sieht er, was du siehst. Niemals sieht sie, was sie sieht.
Sie sieht, was sie sehen will. Deine Augen erlauben dir so viel zu sehen. Doch was du siehst, ist ein Ausschnitt von dem, was du siehst. Du siehst nicht einmal das du siehst. Du siehst das, was du dir erlaubst zu verarbeiten. Du siehst das, was du dir erlaubst, in deinen Fokus zu bringen. Und so, durch die gleichen Augen gesehen, sehen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge gemäß dem, was sie bereit sind zu verarbeiten. Dein Wissen um diese Wahrheit vertieft dein Vertrauen darein, dass genau das gesehen wird, was zum Wohle aller ist. Wir sagen hier nicht, was für dich am besten ist. Wir sagen, was zum Wohle aller ist. Es gibt die Möglichkeit, dass du versuchst, den Blick der anderen zu manipulieren, den Blick der anderen zu lenken, zu kontrollieren. Das führt dich in eine lebenslange Abhängigkeit von den anderen, von eben jenen, die du versuchst, in ihrem Blick zu leiten, zu führen, zu kontrollieren. Es gibt die Möglichkeit, für dich zu wählen, dass dein Leben eines der Harmonie ist, dass dein Leben sich der Harmonie ergibt und somit zu wissen, dass dein Vertrauen in diese Harmonie bewirkt, dass diese Harmonie sich entfaltet zum Wohle deines Gegenüber, der anderen, zum Wohle deiner selbst, zum Wohle des Gesamten, des Allen, was ist. Erlaubst du dir also dieses tiefe Wissen, diese Wahrheit, dass alles sich auf die Weise entfaltet, dass alles auf die Weise wahrgenommen wird, wie es für den anderen, für dich, für alle am besten ist, ist genau das, die Frequenz, in der du bist und das, was deine Wahrheit ist. Wir sagen nicht wird, denn sie ist in dem Moment, in dem du sie schwingst, deine Wahrheit. In dem Moment, in dem du diese Wahrheit fühlst, ist sie deine Wahrheit. Die Wahrheit von gestern ist nicht die Wahrheit von heute. Die Wahrheit dieses Moments ist die einzige Wahrheit, die du schreibst, die du erlaubst, die ist, die sich entfaltet. Und so laden wir dich ein, damit zu spielen. Immer wenn du dich begrenzt, immer wenn du das Gefühl hast, hier gehe ich nicht weiter, denn erst muss ich, hier gehe ich nicht weiter, denn die Menschen würden von mir denken, dass. Einen Moment in die Stille einzutauchen, einen Moment in dein Herz hinein zu vibrieren, einen Moment der Liebe, die du bist, ihre Ausprägung, ihre Entfaltung zu erlauben. Und aus der Liebe heraus, alles geschieht für mich, zu wissen. Und in diesem Satz, alles geschieht für mich, zu erkennen, dass dieses Mich ein Alles, was ist, ist. Es geschieht also nicht nur für mich, für dich, es geschieht für jeden für sich. Denn du bist alles, was ist, in jeder Form. Und so ist das alles geschieht für mich. Die Wahl, dass alles für sich geschieht. Für das Ganze, für das eine, für das Kleine, für das Große, für das Alle. Alles geschieht für mich. Und so geschieht alles für sich und das Gegenüber und jedes und alles. In dem Moment, in dem ich es erlaube. In einer anderen Wahrnehmungsform, in einer anderen Realitätswahl geschieht alles gegen mich und genau das ist, was ich erleben werde. Habe ich also das Gefühl, dass mein Gegenüber etwas besser nicht wissen sollte und wenn es dieses wüsste, dann würde es sich nicht mehr für mich interessieren, dann werde ich genau das erleben. Es gelingt mir nicht, es gelingt dir nicht, die Realität zu manipulieren, indem du deinen Glauben behältst und anders handelst. Indem du neu wählst, verändert sich deine Realität. Indem du neu schwingst, indem du neu die Frequenz wählst, in der du sein willst, welches das ist, was du tatsächlich willst, was sich hinter jedem Wunsch verbirgt, die Frequenz zu sein.
die du fühlst, wenn dieser Wunsch erfüllt ist. Indem du das wählst, indem du die Frequenz wählst, erfüllen sich die Wünsche, die du nicht ausgesprochen hast. Denn du hast den einen Wunsch verknüpft mit dem, wie du dich fühlen willst. Fühlst du dich so, wie du dich fühlen willst, eröffnen sich dir so viele Wünsche. Nicht als Wünsche, sondern als Wunscherfüllung. Die unausgesprochenen Wünsche, die jenseits von deiner Vorstellungskraft liegen, stehen dir zur Verfügung in dem Moment, in dem du deine Schwingung in eine neue Wahrheit begibst, erlaubst, fühlst. Das ist der Grund, weshalb wir sagen, dein Verstand vermag es, kontrollierte Realitäten zu schaffen. Doch er vermag es nicht, dich in die Vollkommenheitsrealität hinein zu erlauben. Das ist die Kraft deines Herzens. Das ist die Kraft deines Fühlens. Das ist die Kraft deines Seins. Wir möchten hier auf den Zusammenhang von Liebe, Wahrheit und Lüge eingehen. Es gibt verschiedene Ebenen der Wahrnehmung auf Erden. Und so gibt es verschiedene Realitäten und verschiedene Wahrheiten, doch es gibt nur eine einzige, reine Wahrheit. Und das ist dein Sein. Das Fühlen deines Seins ist die vollkommene Wahrheit, die einzige Wahrheit, die real, die tatsächlich existent ist. Das ist die Wahrheit, die du spüren kannst. Sie kommt nicht aus dem Außen, sie kommt nicht durch Information, sie kommt nicht durch Bildung, sie kommt nicht durch geformt werden. Sie kommt nicht durch kollektives Annehmen. Es ist die Wahrheit, die aus dir dein Sein bestätigt. Es ist nichts, was mit einer Aufnahme, einem Foto, einem Festhalten, einem in Materie bringen bewiesen werden kann. Die Wahrheit, die einzige Wahrheit, die wahrhaftig wahr ist die Wahrheit, die du fühlst in deinem Sein. Dieses dich fühlen in deinem Sein geht über deinen Körper hinaus, über dein physisches hinaus. Du fühlst dich auch dann, wenn du deinen Körper nicht fühlst. Du fühlst dein Sein auch dann, wenn du dich ausdehnst in alles hinaus, in alles hinein. Du fühlst dich, das ist dein Sein. Über deinen Körper, über deine Inkarnation hinaus, auch wenn dir das nicht bewusst ist, nicht bewusst sein mag und doch bewusst ist. Denn du fühlst dein Sein als Präsenz. Und diese Präsenz ist nicht von dir getrennt. Sie ist, was du bist. Selbst im Schlaf, selbst im Traum, selbst im nicht bewusst Wachtag-Bewusstsein sein, fühlst du deine Präsenz als Präsenz. Das ist die einzige Wahrheit, die ist. Lüge und wir wollen sagen, beweisbare Wahrheit sind ein Spiel, das von den Menschen genommen wurde, um Recht zu haben, Unrecht zu haben, um sich zu messen, um besser oder schlechter zu sein, um sich einordnen zu können, um den anderen einordnen zu können. Es ist ein Spiel, das erlaubt, sich aneinander zu messen. Es ist ein Spiel, das erlaubt, sich besser gegenüber anderen, andere schlechter gegenüber sich schlechter gegenüber anderen, andere schlechter gegenüber sich selbst zu fühlen. Es ist eine Möglichkeit zu spielen mit den Gefühlen. Es ist eine Möglichkeit zu spielen mit der Limitation. Es ist eine Möglichkeit, sich auf verschiedenen Ebenen auszutauschen
und diesen Austausch zu spielen. Es ist begrenzt, so wie eine Bühne begrenzt ist, durch den Vorhang, durch die Kulisse, durch die Aufgänge auf die Bühne. Die Bühne ist begrenzt. Zum einen physisch, zum anderen durch die Wahrnehmung des Publikums. Genauso begrenzt die Wahrheit, die beweisbar ist. Die Wahrheit, die du siehst, selbst die Vergangenheitswahrheit, die von verschiedenen Menschen zur gleichen Zeit erlebt worden ist nicht absolut. Es gibt keine absolute Wahrheit anders als die Wahrheit deines Seins, die du fühlen kannst in jedem Moment. Und so wollen wir zu diesem Spiel sagen, dass es hier nur eine Konstante gibt, die dir Auskunft darüber gibt, wie sehr du im Spiel der Harmonie dich für die Harmonie entscheidest. Und das ist die Liebe. Wähle die Liebe als dein Schlüssel, deine Grundfrequenz. Wähle die Liebe, wenn Gedanken kommen, die dir signalisieren, dass etwas geschehen könnte, das du fürchtest. Spiele die Szene, die sich vor deinem Auge auftut, die Szene, die ungewünschte Szene. Auf der neuen Zeitlinie der Liebe. Spiele diese Szene, die du dir nicht erwünscht und erhoffst, die sich doch vor deinem geistigen Auge abspielt, indem du mit der Frequenz der Liebe in diese Szene hineingehst, bewusst diese Szene entfaltest, Liebe seiend. In dem Beispiel des Urlaubers, der sich schon vor dem Urlaub Gedanken macht, ob das Auto durchhalten wird, eine so lange Strecke, das schon betagte Auto, der sich in der Verantwortung fühlt und der sich schon in Gedanken stehen bleiben sieht, irgendwo im Nirgendwo. Geht in der Frequenz der Liebe in diese Szene hinein und schreibt sie neu. Sieht sich und seine Familie in dieses Auto steigen. Sieht das Auto Liebe sein, sich und seine Familie unterstützen in diesem Abenteuer, in diesem Urlaub. Sieht, dass dieses Auto Liebe ist und fühlt so viel Liebe für dieses Auto. Sieht, dass das Auto Ausdruck des Göttlichen ist. Eine Kutsche des Göttlichen zur Verfügung gestellt für diesen Urlauber, für sich, für die Familie dieses Urlaubers, für die anderen. Er fühlt sich geführt, unterstützt und dankbar, gesegnet von dieser Liebe, die ermöglicht, sich durch Raum und Zeit zu bewegen, diese Erfahrung von diesem Urlaub zu haben. Und er weiß, dass alles das, was geschehen wird, in vollkommener Liebe ist, Ausdruck der Liebe und für alle zum höchsten Wohle ist. Und so braucht er sich keine Sorgen mehr zu machen. Er kann in Gedanken, in der Imagination genießen, bereits jetzt mit diesem Auto so weite Strecken zu fahren wie noch nie. Er sieht, dass selbst das, wo seine Schwachstellen sind, die Schwachstellen des Autos, die gesehenen Schwachstellen, die vermuteten Schwachstellen, wie sich dort alles durch göttliche Hand löst und das Auto wieder in seine volle Kraft kommt. Ja, die Heilung eines Autos ist ebenso einfach wie die Heilung eines menschlichen Körpers und ebenso schwer. Der Verstand möchte Probleme lösen und so schafft er Probleme, die es zu lösen gilt. Das Herz sieht die Vollkommenheit und so erlaubt es alles in seiner Vollkommenheit. Nicht den Anspruch habend zu wissen, wie es
in diese Vollkommenheit gelangt. Vollkommenheit ist möglich, wenn keine Probleme fokussiert werden. Das Loslassen von den angenommenen Problemen, das Loslassen von dem Fokus auf angenommene Probleme erlaubt das Ding, sei es der physische Körper, sei es das Auto, erlaubt, dass das Ding so ist, wie es ist. In dieser Annahme, es ist so, wie es ist, in diesem Annehmen von diesem Ding, dass es so sein darf, wie es ist, ohne dass du wissen musst, wie es ist eine neue Grundlage geschaffen und du kannst dich überraschen lassen. Der Urlauber kann sich überraschen lassen. Der Mensch kann sich überraschen lassen, was dieser Körper, was dieses Auto an Liebe zu ihm strömt, zu ihm spült. Er lässt sich überraschen. Er ist offen für positive Überraschungen. Er muss nicht recht haben. Es muss nicht die Wahrheit sein, die doch vorher noch da war. Da war doch diese verrostete Schraube, bei der nicht ganz klar war, ob sie nicht durchbrechen würde. Er kann sich überraschen lassen. Er sieht in seiner Imagination, in seinem geistigen Wahrheitssehen diese Schraube in ihrem Vollkommenheitszustand völlig unverrostet. Er erlaubt, dass das, was er gesehen hat, nicht Wahrheit war, dass das, was er gesehen hatte zuvor, nicht der Hier und Jetzt Wahrheit entspricht. Er erlaubt sich selbst, die Bühne zu verlassen, die er geschaffen hat, um aus der Vollkommenheit herauszuschöpfen. Es ist das unendliche Potenzial der Entfaltung aller Möglichkeiten, die wir euch heute hier eröffnet haben. Die Widerstände des Verstandes, die Widerstände des Verstandes sind hier vollkommen frei von Wertung, vollkommen erlaubt. Erlaube dir die Widerstände des Verstandes, genauso wie du erlaubst, dass es so und anders sein kann, so und anders gewesen sein konnte, dass du dich irrst, zugunsten aller, zugunsten deiner selbst. Zugunsten der Harmonie von allem, was ist. Du bist die Liebe. Du bist die Liebe, das ist alles, was zählt. Und in der Liebe ist alles vollkommen. Jede Erfahrung, dein Sein und alles, was sich dir zeigt. Wir sind die Liebe, die du bist, sprechen zu dir aus dir selbst heraus. Und damit bist du, wie wir, alles, was ist. Denn alles ist eins. Es kann nicht anders sein. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.